Einmal zu sehen, wie es aussieht. Aber man kann da nicht mehr hoch. Konnte man da mal Dann hoch? lass es einfach in die Mitte laufen, wieder zurück oder so. Okay. Du nimmst ja die ganze Zeit auf, oder? Ja, Okay. kannst ja auch Hallo sagen. Hallo. Und du kannst dich vielleicht vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist und was du so Ich machst. dachte, wir wollten uns nicht vorstellen. Ja, aber nicht ganz so extrem. Das Wichtige ist mir, dass wir miteinander reden, aber nicht, dass wir für das Publikum reden, sondern so wie wir gerade. Guck mal, wir reden über was, Gott und die Welt. Ja. Aber das, was wir vorhin aufgenommen haben, lädst du das noch davor hoch? Ich werde das weiß man ja analysieren. Also, das ist für die Kamera, wir haben vorhin etwas aufgezeichnet, aber ich persönlich fand, dass es war zwar authentisch, es war echt, wir haben die Wahrheit gesagt, aber ich hatte eher das Gefühl gehabt, dass wir so gekünstelt haben und das nur, was wir gesagt haben, haben wir nur gesagt für die Kamera. Und das ist, glaube ich, nicht so geil. Also für euch haben wir das gesagt. Genau. Wir Ja. haben über Sachen geredet, die wir schon wussten. Ne? Genau. Es war so, hey, erzähl doch mal, was ich sowieso schon weiß, damit die Zuschauer wissen, worum es geht. Ja. Aber das, Genau, und das ist so, das Geile ist, war bei Neff ist mir aufgefallen, da habe ich sie gefragt, wie war dein Tag? Also es war halt wirklich genauso wie wir ja jetzt genau, gerade. das war sehr authentisch. Genau. Also, Ja, es man war hat ja ein auch. gutes Bild, wie ihr so privat seid, Genau. wenn ihr einkaufen geht oder so. Und das haben wir gerade eben auch gehabt, wo ich dir gesagt habe, ich habe die ganze Zeit aufgenommen. Ja. Weil das, was ich geil finde, Aber ich ist, weiß die ganze Zeit, dass du eigentlich aufnimmst. ja, jetzt, aber das, Ich achte darauf, dass ich laut genug spreche fürs Mikrofon. Dass du zufälligerweise wahrscheinlich ist es viel zu laut. Ey. Aber was ich sagen wollte zum Dings hier, also Taro macht das, um mich zu ärgern, weil ich später Kopfhörer haben werde, wenn mir die Ohren Das habe ich brechen. noch gar nicht gesagt. Nee, aber das Ding ist, ich habe gedacht, ja klar, ich könnte so versuchen, die Kamera irgendwie so heimlich zu halten und so weiter, damit es sich auffällt. Aber ich habe gedacht, okay, ich halte sie einfach mal so, wie ich sie auch jetzt halten würde, um zu sehen, ob den Leuten das auffällt und die merken, dass ich filme oder nicht. Die Und checken das nicht. das Ding ist, es ist nicht mal auch, es sieht so aus, als ob ich das einfach nur halte. Besonders, Man sieht auch kein Licht, das ist doch, man sieht schon, aber mir fällt das extrem auf. Aber das ist das, was ich auch gemerkt habe. Die anderen merken es nicht. Naja. Frage. Wie hast du dir das gedacht, wo du vorhin meintest, mit 360 Grad Street Photography? Das wollen wir jetzt planen, oder wie? Ja. Ich glaube, nur- ich habe was anderes verstanden als du. Achso, ja, okay. Ich wollte nur diese Walking Podcast oder wie nennst du die jetzt nochmal? Weiß ich nicht. Terra. Also, Vlog oder so? Nee, also wenn ich das alleine mache und meine Gedanken laber und Ja. so, dann das ist ein Terra-Vlog. Okay. Ich wollte das T-Log nennen, aber weißt du, es ist auch schlau, mal Recherche Vlog, ne? zu machen. Anstatt V-Vlog. Ja, ich fand das auch witzig, ne? Vlog, so, das kannst du nicht mal aussprechen, den Scheiß. Ja. Aber es lohnt sich, mal Recherche zu machen, bevor man eine Sache festlegt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil du meinst Terra wegen Genau, Planet und so. genau. Weil Terra bedeutet Erde oder Planet Erde, so sozusagen. Aber T-Log geht nicht, weil es gibt schon T-Logs. T-Logs gibt es im Fitnessbereich und das ist Transformation Log, glaube ich. Also so erkläre ich mir das. Weil es gibt dann Bodybuilder, die sowas machen. Und das habe ich erst im Nachhinein, als ich die Webseite und so darauf aufgelegt habe, online gestellt habe, Tags verändert, Hashtags und so weiter. Richtig unnötig, so halbe Stunde Arbeit gemacht. Und dann hast du gesehen, dass plötzlich dass es schon ganz viele Sachen gibt, Ja. die auch T-Log heißen. Und vor allem habe ich das ja nicht alles an einem Tag gemacht. Ne? Ich habe erstmal gesagt, also mit Neff waren wir so, ich habe gesagt, ja, ich will das Ultra-Vlog, wie ich das mit dir noch mir gedacht habe. Und dann kann man es mal sehen. Und dann kann man, Ultra-Vlog gibt es nämlich auch schon. das kann, Es gibt so Mega-Vlogs oder Ultra-Vlogs. ja, Leute aber so extra lange und so. ja, die machen so extra aufwendige Vlogs. Ja, okay. Mit cinematischen Aufnahmen dazwischen, die Ja. eine Stunde lang gehen oder so. Weißt du? So hatte ich ja auch das Gefühl. Das ist so, ich mache die Vlogs weiterhin mit meinem Handy, weil es geht ja darum, nicht so schön unnötigen Stil zu machen. Ja, letztlich das Licht. Genau, ja, ich dachte, egal, ich bewege die Kamera jetzt mal nicht. Naja, und dann dachte ich halt, mit der 360-Grad-Kamera ist das halt ultra. So, ich trage jetzt dick auf. Deswegen.
Und dann habe ich ja, das sieht man ja in dem Vlog, wie heißt der, Etepetete. Ja, Ne, obwohl es sogar entspannter ist als ein Standard-Vlog. Genau. Ja. Und ist irgendwie so therapeutisch oder so fast schon. Danke, dass du das sagst. Die Leute bewegen sich eigentlich gar nicht. Ja. Also die jetzt gucken, sehen uns auch nur auf einer Stelle laufen. Aber der Hintergrund bewegt sich die ganze Zeit so. Hat so was Psychedelisches. Ja, du siehst du, Leute sind so kommen und gehen, so Vielleicht- im Leben. Vielleicht lassen wir im Hintergrund so eine Meditationsmusik ja. Und dann so eine Fahrstuhlmusik so. Ding, ding, ding. Ja, genau. Man denkt so, gleich kommen sie wieder da an, wo sie vorher waren. Weißt du, was das Geile ist? Das wollte ich auch mal machen. Das können wir im Prinzip ja machen. Ne? Wenn einer von uns stehen bleibt, du kannst um die Welt, wollen wir das mal probieren? Du kannst um die Welt laufen. Und zwar, wenn du so gehst, dass du im Kann man Prinzip um die bist. Welt laufen? Ja, aber du musst halt um diesen Kreis gehen und wieder hier hinkommen. Also so ein Ah, Kreis. stimmt, okay. Lass es mal probieren. Also wir sehen uns. Okay. So, ja klar. Sie haben zufälligerweise genau den richtigen gefragt. Also, so, ich folge dir mal, mach mal ein Foto. Ich stelle mich mal dazu. Kann ich da durchgucken? Ja. Das Gebäude soll bestimmt mit drauf. Okay. Ja, so sieht das aus, wenn Ich mach noch Mr. mal Hopf so ein Foto macht. Er ist so ein guter Fotograf, dass Und die Leute ihn auf der lächeln. Straße schon immer erkennen. Ich mach noch mal eins, oder? Zur Sicherheit. Einmal 200.000 Millionen Euro bitte, ne? Sie können das auch ruhig überweisen, ist kein Problem. Tschüss. Okay, also, Was wollte ich machen? du läufst um die Welt. Okay. Wir suchen uns einen geeigneten Punkt. Das reicht ja, glaube ich. Ich glaub, Genau. das ist Warte. Also, ich Okay. gehe jetzt mal kurz nach Australien und dann Okay. komme ich wieder von Australien Ja, zurück. okay, dann warte ich Okay, auf dich. bis Na, gleich. bis dann, ciao, ciao. Ja, und in der Zwischenzeit kann ich Dennis grüßen. Hey Dennis, ich habe dich nicht vergessen. Ich werde auch nochmal genau auf deine Vlogs eingehen. Erstmal sage ich vielleicht, ey, vielen Dank, dass du mir das Video geschickt hast. Ich würde gerne, wenn es für dich okay ist, das auch hochladen. Oder, was ich noch geiler fände, wenn du selbst einen Account machst und das geschafft. hochlädst. Oh, jo, du bist wieder da. Das war Und? so ein langer Weg. Ist Oh die mein Erde Gott. jetzt rund oder flach? Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet. Also ich hoffe, dass es im Video auch so gut aussieht. Ja, Weil wahrscheinlich du musst, sieht man mich die ganze Zeit so. ja, man muss den richtigen Winkel treffen. Ja. Aber das könnten wir auch nochmal machen. Genau. Ja, aber genau das. Das ist genau das, was ich glaube ich wirklich das Coole finde. Und dann, wenn Ja, du weil einfach, genau. Sorry, sprich noch zu Ende. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ist okay. Ich wollte nur ergänzen, das ist auch so. Ich bin ja aus dem Bild gegangen. Ich war eigentlich weg, Ja. oder? Ich hoffe, Ja. ich war weg. Mal schauen. Und die in der Nähe von der Kamera sind, so wie jetzt hier so, Ja. die sind halt so im Fokus. Und wenn wir sprechen, dann sind wir im Fokus. Aber die Leute da, die ein Foto gemacht haben wollten, Ich weiß, dein Kopf waren ja ist so- riesen fett, wenn du das machst, ich ne? weiß. Nochmal? Noch einmal. Ja? Okay, Manchmal muss doch schon also Tagessatz siehst bei du, guck mal, das ist Law of Attraction. Wir wollten Street Photography Vlog machen und jetzt ist es ein Street Okay? People Und Photography Vlog. mach oder noch so. eins. Ja, wir haben unglaublich gutes Wetter in Hamburg Okay. und deswegen machen alle Fotos und wollen natürlich zeigen, wie toll Hamburg ist. Und genau, also, ja genau, ich wollte irgendwas, lass mich kurz was von Dennis sagen. Weil Dennis hat, wie gesagt, habe ich dir vorhin schon erzählt, ich sag's dir nur noch mal oder, nein, ich sag's der Kamera einfach, weil das ist für die Kamera. Also Dennis hat mir richtig geile Vlogs geschickt. Cameron schickt mir ja auch immer Vlogs und Taro mittlerweile ja auch ab und zu. Und das Geile ist, dass die Vlogs gehen auf meine Themen ein, worüber ich spreche und so weiter. Aber was die Scheiße ist, dass ihr das ja gar nicht mitkriegt. Und deswegen finde ich das cool, wenn die Vlogs irgendwo sind, dass man wirklich die ganze Story mitkriegt. Und deswegen, also wer auch immer mir Vlogs schickt, ey, macht doch euren eigenen Kanal und ladet die bei euch hoch. Und wenn ihr keinen Kanal machen wollt, dann lasst mich die Vlogs für euch hochladen vielleicht. Weil, Also, was wir jetzt haben. oh, warte mal, ich überlege im Hier Kopf oben ist gerade. unten, ne? Aber wie, Also So wie- nicht, so nicht wie- falsch verstehen, Leute. so wie letztens bei dem Behind the Scenes Ultra Vlog 2. Ja, genau. Ja, ja.
Ey, hast du es gesehen auf der Seite? Hast du die Seite abgecheckt nochmal? Die Welche Seite? Velomotion Vlog Seite? Ich habe das als nur Cover, als Bannerbild Ach gemacht. so, nee, dann hast du nicht gesehen. Ich finde, das passt ganz gut. Also, ja okay, aber jetzt zurück zu der Frage von Street Photography. Wie hattest du dir das gedacht? Ach so, wo war ich jetzt? Also, ich dachte mir, Ja, dein Format, also dieses durch die Stadt laufen ja. und du stellst Fragen, ist perfekt, um bestimmte Themen so vorzustellen und wie in so einem Smalltalk-Gespräch halt, oder du fragst einfach die Leute aus. Und dann dachte ich mir, vielleicht können wir das machen über Street Photography. Aber eigentlich will ich auch nicht so ein Interview haben. Weißt du? Ich will eher so, zum Beispiel, es gibt so viele Techniken. Ne? Und das ist jetzt eigentlich nicht das Spannende, sondern spannender ist, viele Leute verstehen gar nicht, was das überhaupt ist. Die denken, weißt du siehst richtig viele, ich nehme jetzt mal YouTube als Beispiel, die schreiben so Street Photography, Vlog oder was weiß ich. Und was sie machen, ist Fotos von Straßen mit einem coolen Sonnenuntergang. Ach so, ja. Und dann stehen da oft Kommentare so, ja, das ist aber kein Street Photography und sowas. Und es gibt verschiedene Bereiche, aber das... Meinst du, wir sehen das? Man sieht das? Ja. Versucht das hier reinzuschubsen? Achso, das habe ich selber gar nicht mitbekommen. Okay. Aber Okay, wir haben es aber eingefangen. Ja, wir haben es deswegen frage ich mich gerade. Okay. Nee, aber ja. es gibt halt so viele Sachen, die zum Beispiel, jetzt fangen wir schon fast damit an, Ja. aber zum Beispiel Hochzeitsfotografen machen sowas Ähnliches. Also es gibt so Fotojournalisten, machen eigentlich auch so eine ähnliche Arbeit wie Straßenfotografen, aber der Unterschied ist, dass sie zum Beispiel in Serien arbeiten und manchmal mit einer Person eine Serie machen. Bei Straßenfotografen ist immer wieder eine neue Person, immer wieder ein neues Thema, manchmal auch ein Projekt mit einem Thema, aber dann immer unterschiedliche Menschen und Plätze. Und Hochzeitsfotografen zum Beispiel, die machen, das ist ähnlich anstrengend und schwierig, weil du musst einen Moment unbedingt einfangen. Ne? Ich hasse das. Ja, Ich hasse das es. ist- Wenn das der ist Moment Stress und weg Druck. ist, dann ist er weg. Genau. Und du Deswegen kannst habe ich es nicht echt nochmal. großen Respekt vor deinen Dingen, weil du hast immer den richtigen Moment. Ja, aber das ist ja nicht echt so. Das ist so, man wartet, man verpasst. Irgendwann, ich hab's zwar, aber selbst dann kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Deswegen, es gibt oft keine Zeit, um perfekte Kompositionen zu machen, perfektes Licht zu haben. Aha. Und das ist aber wiederum auch das Geile. Hast du einen Tipp für einen, der sich zwar auskennt und es eigentlich kann, aber es nicht geübt drin ist, wie ich? Wie jemand, der es eigentlich kann, aber nicht Naja, geübt ist. rein theoretisch kann ich und weiß ich und ich kann Ach mal so. was, ich kann... Also weißt du, erstmal aber würde ich sagen, habe nicht die Übung. solange du es nicht machst, Ja. kannst du nicht sagen, dass du es kannst, weil Okay, es stimmt. ist so ähnlich wie... Arrogant. Nein, nicht. Ja. Nee, das ist, Street Photography ist sowas, das musst du machen und das erstmal zu machen ist schon, das ist für viele schon zu viel. Weil es ist echt hart eigentlich. Es ist wirklich, ich würde sagen, das ist die härteste Königsklasse. Disziplin in der Fotografie, weil, Mhm, wie gesagt, definitiv. Hochzeitsfotografen haben ähnlich Stress und müssen einen guten Moment finden. Aber der Unterschied ist, alle Menschen auf dem Fest wissen, dass er Fotos macht. Ja. Er ist sozusagen da und die erwarten es. Auf der Straße, du riskierst, dass eventuell jemand dich anguckt und denkt, ey, was machst du da und haut dir in die Fresse oder so. kennst Das doch- ist die größte Angst, die alle haben, aber in echt ist es nicht so. Man kann das so ein bisschen umgehen. Du kennst bestimmt diesen Typen, wie heißt der, Bob Woolmack oder so? Bruce Gilden vielleicht? Nee, Oder redest das du- kann sein. Fotografiert er New York mit Blitz? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das ist das Geilste. Ja, der ist, also solche Typen, es gibt die, es gibt auch so viele unterschiedliche Arten von Straßenfotografen. Was er macht ist, er will die Menschen ja richtig erwischen. So, er will auch gar nichts gestellt haben. Also er macht auch Porträts, aber was er macht, ist halt mit dem Blitz ganz nah an Leute gehen und einfach ins Gesicht blitzen. Und dann hat er Leute, die machen so auf dem Foto oder irgendwas. Aber er will diesen Moment einfangen, wie die Leute jetzt gerade sind. So, ne? Völlig nicht fake, also alles real. Ja. Aber was er macht, das machen wenige. Es gibt noch einen, ich glaube Mark Cohen oder so, keine Ahnung, auch älterer Fotograf, der auch übertrieben in die Fresse die ganze Zeit. Aha. Aber das muss man nicht so machen. Das ist eine Möglichkeit. Weil da weiß das Objekt, sage ich mal, oder die Person, die fotografiert wird, weiß 100%, dass sie fotografiert wurde. Ne? Das heißt, man muss halt auch eine dicke Haut haben. Ich bin da eher so der... Ninja. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, Pussy-Fotograf, aber Nein, Mann. das kann man auch wieder falsch verstehen. Man muss das... Und was machst du so? Nee, Ich fotografiere Pussys.
Also ich habe mal, genau hier, Planten und Blumen, ich habe mein Porträt für Sonja gemacht. Sie ist Ja. auch Fotografin und sie hat eine ganz spezielle Nische. Sie fotografiert Mütter beim Stillen. Das ist ihr Job. Okay. Und dann ist ja klar, Mütter, werdende Mütter, die sagen, oh mein Baby und dies, das. Und dieser Moment, den hast du ja nur dann. Ich habe es total verstanden, aber in dem Moment, wo ich das für sie machen musste, war ich so, Diggi. Also wo sie mir erstmal erzählt hat, war es so voll befremdlich, so wie du fotografierst diesen intimen Moment. Ja. Aber es gibt ja auch, ist ja auch Aktfotografie. Es gibt ja so unzählige Pärchen, die, ne, dann schickt die Frau ihrem Mann, dann so schenkt sie ihm so einen Aktkalender. Ne? Ja, ja. Das gibt ja auch. Oder noch intimere Sachen. Ja, also eigentlich, das sind aber so alles Sachen, wo man schon erwartet, dass man fotografiert Ja, klar, Das ist ja natürlich. eigentlich natürlich ein intimer Moment, aber da wird geplant. Nee, ich wann das meine, geshootet weißt du, warum ich darauf gesagt habe? Weil du gesagt hast, Pussy-Fotograf. Ach so. Und sie hat in ihrem Porträt, sagt sie, bestimmt ich auch. fotografiere Mütter beim Stillen. Klingt das nicht komisch? Und dann, ich fand das so geil, dass ich damit den Film anfange. Weil es ist so komisch, aber dann erzählt sie es und sie erklärt selbst, warum es so geil ist. Und das hat gut Ich funktioniert. weiß, was du meinst. Genau, Ich erinnere mich an die das Blonde, Video, ja. genau. Und jetzt bei dir ist so, ich fotografiere Pussys beim... Ja, egal, okay, was lass ich- uns da nicht eingehen. Was ich meinte ist halt, ich vermeide halt die Konfrontation. Erst einmal, weil ich denke, dass ich sowieso nicht der Typ bin für sowas. Also ich bin kein Bruce Gillen-Typ oder jemand, der sozusagen mit den Leuten spielt, um dann einen Moment zu kriegen. Aber du hast sowieso einen schwarzen Gurt, also selbst wenn. Ja, ich weiß. Aber das hat auch irgendwie ein bisschen was zu tun mit, ich bin ja halb Japaner, ne? Und man muss ja so auf die Harmonie achten der Zwischenmenschen. Ne? Ja. Und das klingt jetzt nach Ausrede, aber ich denke immer so, ich will jetzt nicht, wenn da ein alter Mann sitzt, dann warum sollte ich jetzt in seine Fresse gehen? Vielleicht wurde er schon zweimal fotografiert und sein Tag ist schon im Arsch, warum muss ich jetzt noch einen draufsetzen oder so. Ne? Ja. Andererseits glaube ich, wenn das Foto es wert ist, dann würde ich es auch machen. Aber oft ist es so, es ist nicht wirklich wert. Du musst nicht, außer dein Projekt ist, heißt Fotobuch so und so, Leute in die Fresse fotografieren oder sowas. Ja, Aber ich mag es halt eher so. Ich glaube, bei diesem Bruce geht es auch viel mehr darum, dass er die Charaktere erwischt Ja. in ihrer Echtheit und es geht nur über das Erschrecken. Da kommt es kurz raus. Ne? Aber es ist auch, genau wie du sagst, was ganz anderes. Ja, genau. Und dann gibt es halt einmal die Art von Straßenfotografen und dann gibt es also ich versuche halt immer auch keine gestellten Situationen einzufangen, aber möglichst natürlich. Aber immer auch so, dass irgendwas passiert. Also, Ay, ¿sabes qué creo que se habían estado? wie man sagen, man kann auch viel mit Form und Licht spielen und Farben und so. Aber ich weiß nicht, ich bin auch noch nicht so lange dabei, aber ich bin halt Fan so von Bildern, die irgendwie auf jeden Fall Menschen zeigen, weil sonst finde ich, ist es nicht wirklich Straßenfotografie. Aber manchmal ist der Kontext auch wichtig. Zum Beispiel hier sitzt jetzt eine Frau in einem Baum zum Beispiel und da könnte jetzt dahinter irgendwas anderes passieren und dann, dass man immer so eine Beziehung schafft, die aber für die Person gar nicht offensichtlich ist. Ne? Ja, so wie das fand ich, das ist mein Lieblingsbild zur Zeit von dir. Mit dem Schmetterling. Ach so, Ne, das mit der Frau, wo der Schmetterling auf ihrem Handy ist. ja. Das ist geil, das ist einfach genial. Ja, Also, das würde ich noch zu einer anderen Kategorie okay, erzähl. hinzufügen, weil das ist auch eine kreative Art, Bilder zu machen, die ein bisschen surreal und abstrakt sind. Und das machen auch viele, so lustige Fotos, die viel Humor haben, wo man Sachen gegenüberstellt, die irgendwie zusammengehören, aber nicht wirklich zusammengehören. Also, das kann man gut mit... Aber wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was du gerade davor gesagt hast? Mit der Beziehung zu dem, vielleicht passiert was im Hintergrund? also dass du nicht versuchst, etwas Cleveres zu machen, wo alle sagen, clever, geil. Also leider ist die Kamera ausgegangen, weil der Akku mittlerweile schon leer ist. Wir wissen nicht, wo es weitergeht, aber irgendwo machen wir das. Ich würde sagen, das war jetzt einfach ein Unfallversuch. Du kannst ja irgendwo... Wo waren wir jetzt? Also wir waren bei Straßenfotografie. Ne? Du hast über unterschiedliche Arten von Straßenfotografie gesprochen. Am besten wiederhole ich das, damit es nicht so gefaked ist. Ich sage, was ich verstanden habe, was ich behalten konnte.
Und zwar hast du gesagt, dass es den Dings gibt, unterschiedliche Techniken von Straßenfotografie. Und Straßenfotografie ist nicht gleich Straßenfotografie. Die meisten Leute, die das machen, die gehen raus und fotografieren einfach nur irgendeine Straße. Ja, nicht die meisten, das klingt so ein bisschen fies, aber viele, die glauben, sie machen Straßenfotografie, wissen vielleicht nicht, wie breit gefächert das ist. Und oft sieht man nämlich einfach nur eine Straße und da fehlt irgendwie was. Oder es ist einfach nur ein Eisstand oder ein Auto. Ja. Und es geht eigentlich nur darum, dass die Kamera schöne Bilder macht und nicht darum, dass es irgendwie was Interessantes ist, sozusagen. Also genau, ich glaube, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Jeder kann selber definieren, was es für einen ist, nur was allgemein als Straßenfotografie angesehen wird, ist halt Fotos, die nicht gestellt sind, oder Fotos, die auf der Straße passieren, mit echten Menschen, also nicht gestellt. Genau, und wie man das zeigt, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Ja, was ich halt scheiße finde ist, oder was ich kritisiere ist, ey, es ist genau, was du gerade gesagt hast mit, okay, die fotografieren dann einfach nur einen Baum, weil das Licht gerade schön darauf fällt. Kann man ja auch machen, wenn man Anfänger ist und noch nie sowas erlebt hat und so für sich selbst mal stolz drauf war, wie das Licht drauf fällt. Aber es geht ja in erster Linie da bei den ganzen Dingen nur um Ästhetik. Es geht nur um irgendeine Bildwirkung, um irgendeine Wirkung und da steht meistens nichts dahinter. Was du gerade gesagt hast, hat mich gerade richtig angefeuert, wo ich dachte, ja Mann, weil du kannst wirklich, dahinter steckt einfach was Unsichtbares, aber was man spüren kann. Ich weiß nicht mehr genau, wo du jetzt bist, aber du meinst, wenn man so Beziehungen zeigt oder... Genau, die Beziehung oder das Foto-Waiting oder also unterschiedliche... Das Spannende ist ja, dass jeder kann es machen, weil die meisten, die das jetzt sehen oder... Hallo. Die meisten leben in der Stadt. Die meisten leben ja sowieso in der Stadt. Also den Zugang hat jeder. Ne? Ja. Jeder hat auch ein Smartphone, das ein Foto machen kann. Ja. Es gibt sogar Leute, die mit dem Smartphone Straßenfotografie machen. Ja. Auch echt gute. Aber das Interessante ist halt, dass, wie man es zeigt oder was du zeigst, wie du es zeigst, wann du es zeigst und was du rauslässt und sowas. Also ich finde es mega interessant, weil... Also rauslässt, zensierst und extra nicht zeigst, ne? Also du entscheidest ja, du zeigst eigentlich einen Abschnitt, einen Moment im Leben sozusagen, der wird sich ja nie wieder wiederholen. Ne? Es sei denn, da ist irgendwie eine Frau, die holt sich einen Kaffee jeden Tag um 8 und du hast die Chance, jeden Tag um 8 nochmal ein Foto von ihr zu machen. Ja. Aber trotzdem ist irgendwas anderes. Aber auch das, ey, Alter, hast du das gesehen? Ich hoffe, ich kann das zeigen. Ja? Was? Star Wars, achso, das ist ein Promo war. Das konnte ich gar nicht. Das war so ein Stormtrooper. Ach so. Hoffentlich kann ich, mit deiner Kamera kann ich auch wieder dahin. Ja, ne? genau, du kannst. Wollen wir probieren. Drehen. Okay. Ja, sorry, ich hätte dich so gecuttet. Ja, das ist gut. Aber was ist eigentlich für dich, warum machst du das? Weil wegen der Challenge, ja. Wegen der Challenge, weil es einfach Spaß macht, also Street Photography. Ja. Nur weil es Königklasse ist und einfach schwer ist, oder? Es ist unkontrollierbar. Also du kannst nicht alles kontrollieren. Und wir machen ja sehr viel Filme auch und so und Videojobs. Da muss ja alles stimmen. Ja. Weißabgleich muss stimmen, Schärfe muss richtig eingestellt sein. Und dann geht es erst los. Ne? Und du entscheidest, wo ist jetzt der Schauspieler und so. Du hast schon 200 Mal gefilmt, bevor du anfängst zu filmen sozusagen. Ja, genau. Und du kreierst halt einen Moment, der natürlich aussehen soll, aber du hast alles in der Hand. Ja. Und auf der Straße ist halt, du hast gar nichts in der Hand. Du hast nur in der Hand, wo du bist, wo du bist. Also wann du wo bist und was du in dem Moment zeigen möchtest. Okay, also es ist eigentlich sozusagen, okay. Ich hab einen Gedanken, lass mich den sagen. Sag. Es ist, du lernst den Zufall zu kontrollieren. Ja, du lernst mehr Glück zu haben, weil du mehr auf Zufälle achtest. Du lernst auf dem Zufall zu reiten. Ja, das auch. Wenn du Zufall siehst, dann versuchst du auch den Zufall für dich zu nutzen. Aber ich glaube, die Freude ist mehr darin, Sachen zu entdecken, die keiner gerade sieht. Du könntest dich jetzt hier hinstellen und einfach stehen bleiben, dich nicht bewegen, dich umschauen. Du findest irgendwo einen Moment, da wirst du lachen oder weinen oder was weiß ich. Irgendwas wird dich richtig umhauen, nur weil du konzentriert darauf geachtet hast oder so. Überall ist eine kleine Geschichte, irgendwas passiert. Ja. Und es ist aber nur für dich in dem Moment sichtbar.
Hier, da? Lass uns einfach geradeaus gehen. Ich will nicht da lang, weil da waren wir mit Neff. Ach so, Weiß ich will nicht okay. dieselbe Route gehen. Ja. Und dieser Moment, guck mal, was ich ganz cool finde, es gibt so einen Straßenfotograf, Matt Stewart heißt der. Der hat zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, der hat das mit Skateboarding verglichen. Ne? Und ich habe ja auch früher, bin ja viel Skateboard gefahren. Und er hat gesagt, beim Skaten ist so, du arbeitest so an einem Trick und versuchst was. Und wenn du was gemacht hast, irgendwas Besonderes, dann dieser Moment ist nur für dich da. Und du erhoffst irgendwie, dass deine Freunde das mitbekommen haben. Aber der Moment ist weg. Du hast nur einmal diesen Trick gemacht. Und du kannst es nicht nochmal genauso machen. Oder? Aber deswegen gab es ja schon immer diese ganzen Skateboard-Videos und so, ne? Ja. Aber beim Fotografie ist halt so, auf der Straße, du hast ein cooles Bild gemacht. Theoretisch kannst du es teilen, Leuten zeigen. Ja. Beim Skaten ist halt so, du guckst auch überall so, diese Treppen könnte ich runterspringen oder da könnte ich jetzt den und den Trick machen oder die Wand ist richtig cool für das. Und so sieht ein Straßenfotograf auch die ganze Zeit, da kommt irgendwie das Licht cool rein oder hier ist ein harter Schatten oder diese Person, die wird gleich aufstehen, du guckst auch immer so und siehst schon, diese Person geht bestimmt gleich da lang, dann gehe ich jetzt schnell dahin und warte. Bestimmte Farben passen oder sowas. Oder? Ja, genau. Also es ist halt so, du kannst halt mit allem spielen und du kannst gar nicht alles wahrnehmen. Ne? Ja. Aber wenn du irgendwas mal, du kannst Sachen manchmal sehen, nur weil du darauf achtest, die niemand sieht. Und du kannst auch nicht danach sagen, ich will den Moment nochmal sehen, der ist dann weg. Aber wenn du eine Kamera hast, kannst du ihn eventuell vielleicht festhalten. Okay, das finde ich richtig spannend, was du sagst. Das finde ich extrem spannend. Hey Leute, was er gerade gesagt hat ist, es geht ums Sehen. Öffne deine Augen, du sollst gucken. Es geht ums Sehen, die Kamera ist als zweites dabei. Du guckst und die Kamera fängt das ein. Ja? Also wenn du Glück hast, kannst du das sogar noch einfangen, was du gesehen hast. Aber als erstes geht es darum, das erstmal überhaupt zu sehen. Geil. Und die Straßenfotografen, die wirklich jeden Tag draußen sind und die wissen auch, dass du kannst gar nicht alles einfangen und eigentlich hat jeder, also auch die richtig krass, auch die richtig fleißigen Straßenfotografen, sag ich mal, die haben vielleicht im Jahr so vielleicht 2, 3 gute Bilder, aber auch wenn du nur ein gutes Bild im Jahr hast, zum Beispiel für mich war letztes Jahr ein Bild mein Highlight und dann das war es schon wert, weißt du? Welches Bild ist das? Ich glaube, das mit der Mutter, die dem Kind das Kind so schleudert in Bordeaux. Weil das war so, ich habe in dem Moment das nur kurz gesehen und ich wusste, da passiert irgendwas. Und ich habe aber nicht viel nachgedacht, aber immer wenn ich das Bild sehe, erinnere ich mich immer, wie ich das so schön fand, wie die gespielt haben. Weil das war eine Mutter mit ihrem Sohn. Da war jetzt kein Vater da oder so, ich kenne ja nicht die Hintergrundgeschichte, aber die haben so viel Spaß gehabt zusammen und war einfach ein schöner Moment. Und ich habe es halt irgendwie geschafft, diesen Moment festzuhalten und leider werden die das nie sehen, weil ich habe in dem Moment gar nicht gewusst, was ich eingefangen habe. Und später, sonst hätte ich sofort gesagt, hier, ich möchte das Foto geben oder so. Jetzt habe ich den Moment für mich halt. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages irgendwie über solche Zufälle oder so sehen. Krasser Regenbogen, ne? Alter, richtig krass. Aber kann man jetzt leider nicht sehen, aber. Vielleicht kann man das. Vielleicht kriegt man das ins Bild. Mal gucken. Also ich hätte noch eine andere Frage, jetzt genau basierend auf dem, was du gesagt hast. Du arbeitest ja, also für alle, die das nicht wissen, wir arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, meistens in der Kombi, dass ich den Regieteil übernehme von wie ich mir vorstelle, dass die Handlung sein soll oder wie auch immer. Und du nimmst ja dann die Kamera, wie es aussehen soll im Endeffekt, wie es wirken kann, ne? Die Kraft und so weiter, Bildkraft. Du gehst über Film. Genau, deswegen will ich auf Film gehen. Und ich bin, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich, was Film und Medien angeht, ziemlich pessimistisch bin, weil wir haben einfach so viel Auftragsarbeit gemacht für irgendwelche Leute, wo ich heute sage, warum hast du das eigentlich gemacht? Ja. Da sage ich, was würdest du sagen, sind die Vorteile und Nachteile? Bei was jetzt? Vorsicht, Fahrrad. Vorteile, Nachteile? Von wenn man künstlich arbeitet mit Kontrolle, wo man die Kontrolle hat und inszeniert.
weil ich meine, der erste Vorteil ist ganz klar. Du hast absolute Kontrolle und kannst Effekte kriegen, du kannst das Licht ordentlich setzen. Du kannst wirklich dir aussuchen, von wo kommt die Person rein und wie bewegt sie sich und mit wen interagiert sie. Also das meine ich so. Und das ist so das Typische, was jeder weiß. Was ist für dich persönlich der Vorteil in diese Richtung? Weil ich glaube, dass du trotzdem weiterhin in Richtung Cinematografie auch arbeiten möchtest. Oder? Du willst, dass ich jetzt vergleiche, was der Unterschied ist für mich mit Filmemachen und... Nee. Street Photography habe ich für mich so verstanden. Und jetzt frage ich mich sozusagen, warum dann Cinematografie? Ach so. Weil was ist anders, was bringt dir das? Ich verstehe. Genau. Genau das, was ich halt beim Straßenfotografie nicht kriege. Und zwar Kontrolle. Weil jeder will gerne Kontrolle über was haben. Aber bei Cinematografie oder Filmemachen, was ich daran mag, ist, da hat man halt die kreative Entscheidung, wie will ich was zeigen. Und wenn du jetzt als Regisseur willst ja genauso einen Moment auf deine Art zeigen. Deswegen freust dich auch, wenn der Moment genauso rüberkommt, wie du ihn geplant hast. Und der Schauspieler genauso reagiert, wie du es auf Papier geschrieben hast oder so. Und ich dann halt als Kameramann oder Cinematograf habe genauso den Anspruch, mit der Bildsprache genau eine bestimmte Emotion hervorzurufen oder halt das zu unterstützen. Und klar, ich mag auch schöne Bilder machen. Ja, klar, das mag ja jeder. Ja. Also eigentlich ergänzt sich das ganz gut. Weil Cinematografie ist so schön in Ruhe, hier das einstellen, Licht setzen und so. Heute sind wir mal, keine Ahnung, Citizen Kane, wir haben jetzt schön viel dunkle Schatten und machen jetzt mal Film Noir oder sowas. Und dann kannst du danach auf die Straße gehen und sagen, jetzt weiß ich nicht, was ich bekomme. Ja. Aber ich versuche trotzdem was draus zu machen. Ich finde halt, ja, ich verstehe es und ich stimme dir zu, aber ich finde halt, gibt es einen richtig oder falsch? wir haben irgendwie doch keine Kontrolle. Weil wir abhängig von Geld sind. Sobald du Cinematografie und wirklich filmisch arbeiten möchtest, musst du halt immer extrem Budget in die Hand nehmen. Budget bedeutet Folgendes: entweder Geld oder Zeit. Ne? Entweder musst du das Geld haben, dass du nicht arbeiten musst und dir die Zeit nehmen kannst, oder du musst das Geld kriegen, dass du sozusagen dann damit arbeiten kannst. Ja. Und das ist die Sache. Das heißt, es gibt immer in der Regel, wenn du nicht das Glück hast, dass du einfach reich bist, egal ob reich in Zeit oder reich in Geld. Ja. Wenn du nicht reich bist, dann gibt es jemanden, einen Produzenten in der Regel. Ja, lass uns mal rum. Genau, wollte ich auch sagen. Es gibt einen Produzenten in der Regel. Der entscheidet, wie kreativ du sein darfst. Und wir haben immer dann diesen Rahmen vorgegeben. Und vor allem, wenn man dann über Geld spricht und wenn man nicht... Also klar, wenn du etabliert hast... Da kannst du nochmal sehen, warum Eier nicht ethisch sind. Naja, sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Kein Problem. Wenn man etablierter Filmregisseur oder Bildgestalter oder wie auch immer ist und dann bei den größten Hollywood-Produktionen oder so dabei mitspielt, wo die Leute sagen, egal was du machst, wir zahlen, dann okay, dann bist du frei. Aber Realität ist im echten Markt, ist, dass man meistens irgendwie Freelancer-mäßig unterwegs ist. Da gibt es große Agenturen, die auch meistens schon einen Ruf haben, die den nicht verlieren wollen. Ja. Und dann gibt es so eine ewig lange Kette von so einem kleinen Rahmen bleibt im Endeffekt übrig, in dem du dich bewegen darfst. Und dann ist vor allem das Nächste, ich finde, ich hatte meinen Aha-Moment, als wir in Madrid waren, wo wir mit Antonio Pozo und Mario Hervas gedreht haben. Ja. Und wir haben die beiden inszeniert, das haben wir, meiner Meinung nach echt gut gemacht, als die reichsten, schönsten Menschen der Welt. Ja. Aber das Ding ist, Antonio, das haben wir auch dort erfahren, kam aus so einem richtig armen Dorf. Ja, genau. Und Mario auch, oder? Und Mario auch. Also beide hatten eigentlich kein Geld und die wurden ja auch eher mit Eiweiß bezahlt als mit Geld. Sie hatten auch danach kein Geld, aber sie haben Ansehen.
ne, ihre Facebook, ihre Instagrams, sie haben ja richtig Likes und Follower und so weiter, als wären sie voll die Könige. Aber wir kannten die Wahrheit und ich habe mich gefragt, was mache ich da gerade? Weißt du, ich verarsche die Menschen. Ich sage, kauf diese Scheißprodukte, damit du wirst wie er, aber er ist doch gar nicht so. Ja, und du zeigst genau dem jungen Antonio oder dem jungen Mario. Genau. Der damals so war, ne? Also ärmer, sage ich mal, nicht so bekannt. Genau. Dem zeigst du genau, ne? Diese Welt. Genau. Und das ist das, was ich so schlimm finde. Weil der junge Antonio oder der junge Mario, er kann es ja gar nicht filtern, er kann ja nicht sehen, warum es sich lohnt, nicht sich in die Welt zu bewegen. Er denkt nur, ich habe nichts zu essen, ich will auch so essen wie der Typ hier, ich will auch König im Schloss sein, also mache ich das, was er macht. Und das ist halt, wo ich sage, das ist für mich persönlich einfach so viel schlimmer. Es ist so wie, keine Ahnung, zu sagen, wir sind beide vegan, wir essen keine Eier, jemand sagt, du brauchst Eiweiß. So, und dann ist es so, ja, Eiweiß, klar, Proteine und so weiter, du brauchst das, aber es ist so viel schlimmer, Eier zu essen für mich, als diese Proteine zu haben. Weißt du, ich kann die Proteine auch anders kriegen, über so, ne, sagen wir. Und deswegen frage ich so, gibt es noch da draußen Dinge, wo ich denke, okay, dafür lohnt sich das. Das ist, woran man sich aufhängen muss. Guck mal hier, das ist das perfekte Beispiel. Ey Leute, ich mache einen 360-Grad-Vlog. Ja. Wollt ihr einmal Hallo sagen und mir eure Kamera zeigen? Safe, Digga. Zeig mal, was ist das? Ein Gimbal, Digga. Und warum macht ihr das? Weil ich YouTube-Videos drehe. Warum? Klicks, ne, Spaß. Ja, aber ehrlich. Bruder, guck mal, ne, du weißt, momentan läuft nicht so mit Klicks, ne? Was ist gerade in den Trends, Digga? Ne, Spaß. Ja, sei mal ehrlich, sei mal ehrlich. Mir macht das Spaß, Digga. Ich mach seit 3 Jahren auf YouTube und mir macht das immer noch Spaß, Digga. Wie ist dein Kanal? FTV. FTV. FT? FTTV. Genau. Mit Lücke oder Bindestrich, oder? Alles zusammen. Alles zusammen. Genau. Okay, check ich aus. Grüße gehen raus an Ungespielt. Also, Man dann sieht sich, bis Mann. dann. Ciao, Ja, ciao. wie heißt dein Kanal? SB, aber ich mache ganz andere Sachen. Ich mache einen Kanal, wo ich sage, ihr tut mir leid, ich finde es großartig, was ihr tut. Aber ich finde es schade, dass ihr der Industrie folgen müsst und dass ihr nicht anfangt, was eigenes Geiles zu machen. Bro, das war mein eigenes... kennst doch den Inhalt Aber noch ich gar kenne nicht. ihn noch gar nicht. Ne? Also deswegen, guck mal, deswegen frage ich, wie heißt du? Ich check das ab und so weiter. Wenn ich den dann so geil finde, dann sage ich, ey, Digga, der Typ, ihm müsst ihr folgen. Und da, vielleicht Kennst du das Format Rappen wie Lil Pump? Digga, ich hasse Lil Pump. Oder Rappen wie Capital Bra? Ich habe zum Beispiel Videos gemacht, Ja. wo ich den Leuten zeige, auf lustiger Weise, Ja. hey, du möchtest wie Capital Bra rappen, du möchtest wie er leben, du möchtest einfach wie er sein, Ja. dann schau dir einfach dieses Video an. Als erstes brauchst du Sachen von Gucci. Als nächstes zeigst du, wie du Gras raust und auf die Polizei fickst. Das mache ich zum Beispiel Okay, auch. feier ich. So, und dann am Ende, wenn man alle zusammen Sachen hat, kommt das Musikvideo dazu. Nur noch Sushi, Brother und ich esse nur noch Sushi. Bam. Okay, also so Parodie. Parodie mache ich auch zu spielen. UFO hat meine Parodie auch gesehen. UFO 361 Tiffany kennst du? Also ich hab 20 Views oder so, ne? Nur dass du Egal, das ist egal, wenn du coole Videos Okay, machst. nee, ich will dich nur davor schützen, dass du denkst, dass du bei mir Werbung machen kannst. Oder Nein, Bro, ich will dir alles mal klar. erzählen, was ich mache und so. Cool, sehr cool. Und kennst du das Format, wie viel ist dein Auto fährt? Ja, klar, ja, na klar. So, das war so, in Deutschland kannte das halt so niemand so. Ja. Und dann habe ich mit ein paar Kollegen auf YouTube geguckt, da war ein Kollege Saman, der ist noch da hinten, der hat das Video gedreht, aber niemand kannte das so. Ne? So, und ich dachte mir, ey, das mache ich jetzt mal auch. Und dann kennst du Ungespielt. Ungespielt ist auch so ein 2 Millionen. Er war auch mal in meinem Video, auch mal darauf reagiert und BAM! Ganz Deutschland nachgemacht und das hat mich übergefreut. Okay. Ja, okay, das ist cool und uncool zugleich, finde ich. Also ja, ich finde es cool. Ich finde es besonders cool, weil du hast Kopf. Ich finde wichtig, dass man anfängt sozusagen echt zu werden. Nicht nur zu reagieren und so eine, weißt du machst eine Parodie von dem, aber gleichzeitig machst du ja trotzdem mit. Du machst ja trotzdem das Gleiche auf eine Art. Ich finde sozusagen, anstatt zu sagen, das ist Kacke und denen zu zeigen, warum das Kacke ist, warum machst du nicht was Besseres und zeigst dein Besseres so oft? Weißt du, was ich meine? Kennst du dieses Bild mit diesen, diesen Rechnungen auf der Glasscheibe? Nein, Mann. Kennst du das nicht? Nein, Mann. Kennst du das? Einer auf den, mein Kopf ist überfordert gerade. Hey, sorry, Mann. Okay, ey, ich finde deinen Account, ich lasse den Kommentar da, dann können wir so connecten wir uns. Safe, Mann. Alles klar, ich habe mich sehr gefreut. Ja, was hast du für die Kamera bezahlt? Und dann kriege ich nur noch Kommentare, welche Kamera benutzt du und
was auch immer, welches Equipment benutzt du und welche Software benutzt du und.